Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es sind ja jetzt in letzter Zeit relativ viele neue Leute auf das Game und auf meinen Kanal auch aufmerksam geworden. Das freut mich auf jeden Fall auch sehr, dass viele von euch den Weg zu Shakes and Fidget gefunden haben. Ist auf jeden Fall ein perfektes Spiel für nebenbei. Man kann sich aber auch ein bisschen mehr reinsteigern und man kann halt eben auch, ja, das Game halt eben sehr tryhard zocken und nicht nur so nebenbei. Und ja, für alle neuen Leute, ich weiß, ich hatte es vor dem letzten Serverstart bereits schon gezeigt und ich werde es auch bei jedem neuen Serverstart nochmal zeigen. Aber für alle, die jetzt nochmal neu sind auf meinem Kanal und das Wesentlichste von Shakes and Fidget abgehakt haben wollen, beziehungsweise ja, die meisten Tipps und Tricks, die ich euch geben kann. Ich habe für alle neuen Leute und Wiedereinsteiger, die ja zu dem Game finden, eine Tipps und Tricks Playlist gemacht, wo so mit meine nützlichsten Videos gebündelt zusammen in einer Playlist ja, zusammengefasst sind. Und das verlinke ich euch unten nochmal in den Kommentaren. Da könnt ihr sehr gerne draufklicken und wenn ihr da euch einmal durch die Videos ja, geschaut habt, dann seid ihr eigentlich bestens versorgt mit allen nötigen Sachen, die ihr so braucht. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass halt eben so viele neue Leute dazu kamen, wollte ich das für euch auch noch mal auf jeden Fall zeigen. Damit ihr so ungefähr einigermaßen wisst, was circa so abgeht in dem Game. Ist natürlich noch nicht alles ganz im Detail zusammengefasst, aber das Grobe, sag ich mal, findet ihr auf jeden Fall hier alles drin. Ne? Tipps zum Serverstart, nützliche Dinge, die ihr wissen solltet. Es werden Kernfeatures wie Festung, Unterwelt ja, behandelt in dem Video hier zum Beispiel, wie ihr zum Beispiel auch die Pakete am besten nutzt, ein Guide für Free-to-Play-Spieler, ein Pet-Guide. Hier unter anderem sind auch so Arena-Manager-Tipps, Festungstipps mit Teilschutztaktik etc. pp. Drin. Wenn der legendäre Dungeon wieder ansteht, wie da so die besten Glyphen sind, was ihr ja, da zu beachten habt. Ne? Und halt eben ein paar kleine Starter-Hilfsvideos, was so die besten Klassen im PvP sind, wenn ihr darauf Wert legt. Ne? Und so weiter und so fort. Dungeon-Pause erklärt, ne? Und halt nochmal hier ganz grob zusammengefasst, wie die Leute circa, ja, so heftig an den Server-Start-Tagen so abgehen. In etwa, ne? In geboosteter Variante sozusagen. Wie gesagt, unter dem Video könnt ihr sehr gerne draufklicken und dann seid ihr da auf jeden Fall abgedeckt. Auf jeden Fall habe ich für dieses Video heute ein, ja, ich sag mal, ein kleines Interview parat, sag ich mal. Ich habe einen sehr krassen Spieler, der hier auch sehr weit oben mitspielt, mal so ein bisschen befragt, wie so seine Ziele sind. Und zwar ist das der Universe, der mit Abstand höchste Magier momentan gerade in dem Game. Und dafür, dass er Magier spielt und die Magierklasse in den Dungeons jetzt nicht unbedingt so die allerbeste Klasse ist, im Vergleich zum Beispiel zum Berserker oder zum Demon Hunter, ist er vom Level her trotzdem, muss man so sagen, sehr, sehr, sehr weit oben. Denn die Kosten für so eine Klasse, wie auch zum Beispiel für einen Battle Mage, ja, die haben es halt deutlich schwieriger in den Dungeons und müssen dementsprechend halt auch deutlich besser bzw. noch mehr investieren als die Klassen, die leicht durch die Dungeons kommen, wie zum Beispiel halt ein Demon Hunter oder so. Ne? Deswegen ist sein Level auf jeden Fall sehr beachtlich. Wir gucken mal, wann der nächste Magier hier aufkreuzt in der Ehrenhalle. Und zwar ist das der Soul King auf Rang 46 mit Stufe 228. Ja, Universe merken wir uns mal hart. 9,5 zu 6,1 an Stat-Punkten gerade. Und er, na okay, gut, er hat hier wieder nur ein halbes Equipment drin, das kann man jetzt nicht für voll nehmen. Dann merken wir uns mal die Basispunkte, weil er ja, wird sich wahrscheinlich gerade wieder droppen lassen, denke ich mal. 1600, ja, wir sagen mal doppelte 1600, da sagen wir mal. Ein bisschen hochgerundet und Universe hat hier 1000, ja, okay, ist sogar noch teilweise ein Stück weit ja, besser von den Basispunkten her als der Universe, aber vom Level her hat der Universe ein paar Level mehr zumindest als der Soul King.
Sollte man aber nach wie vor nicht aus den Augen lassen, ist immer noch eine sehr starke Konkurrenz. Auf jeden Fall kennt man ja Universe von vergangenen Serverstarts, beziehungsweise halt auch von Projekten, wie zum Beispiel, was ich mal ins Leben gerufen hatte, Shakes and Fidget Purge, ne? Letztes Jahr, wo er dran teilgenommen und gewonnen hatte. Und deswegen, man kennt ihn auf jeden Fall als einen sehr, sehr heftigen Pilzer, der bereit ist, sehr viel Geld auch in das Spiel zu stecken anhand vergangener Serverstarts und halt eben auch das gewisse Know-how mitbringt, und das macht halt immer die Kombination aus beiden. Ne? Einmal braucht man natürlich auch das gewisse Kleingeld, sag ich mal, um halt eben weit oben mitspielen zu können. Aber man hat es da jetzt auch zum Beispiel anhand von Mickey gesehen, ne, dass halt eben zum Beispiel Geld auch nicht alles ist. Denn wenn man ja nicht weiß, was man macht in dem Game, dann kann man auch Millionen von Pilze haben. Irgendwann ist man so gekappt in seiner eigenen Spielweise, dass man halt eben, naja, irgendwann an gewisse Grenzen kommt in dem Game, und deswegen braucht man auf jeden Fall beides, das Wissen und halt eben auch die Pilze. Ne? Mickey ist jetzt zum Beispiel kompletter Anfänger, kann man jetzt nicht vergleichen, aber man sieht es da halt am besten, dass man eben gewisse Dinge nicht machen darf in dem Game, so, ne? Was halt einen später ins eigene Fleisch schneiden könnte. Ja? Ansonsten vom Level her ist gerade Turor der höchste hier. Overall ganz knapp gefolgt von typisch Andy. Ja, auch hier natürlich noch ein sehr, sehr heftiger Wettkampf. Aber ich habe erstmal Universe gefragt, weil ich auf jeden Fall mal wissen wollte von ihm, wie er das hier so auf dem Server handhabt, warum er sich jetzt auch gerade für die Magier-Klasse entschieden hat, ne? Wenn hier halt auch eben sehr, ja, gute andere Klassen zur Verfügung stehen, sag ich mal, ob er hier vorhat, länger drauf zu spielen oder wegen dem Avatar-Bild angefangen hat, was er an Pilze investiert hat, und da wollte ich euch auf jeden Fall mal ein bisschen dran teilhaben lassen. Das Ganze habe ich ihn mal gefragt, und das ist so ein bisschen hier auch seine Antwort von Universe. Servus Dorza, es haben sich schon einige Leute der Gilde Immortal Circle, da ist er ja drinne hier, zu EU3 versammelt, um auf EU10 etwas Großes zu starten. Ja, also schon sehr lange in Planung, dass er hier auf EU10 starten will, und dass das hier mit dem Avatar ja, zusätzlich kommt, das wusste man damals noch nicht. Ne? Für mich war also klar, dass ich eine Klasse der ersten Stunde spielen will für diesen Server. Das ist ja der Magier. Die 3 Hauptklassen sind ja Magier, Kundschafter und Krieger. Kundschafter habe ich schon vor 14 Jahren auf S3 gespielt, also fiel dies raus. Warrior sagt mir einfach nicht zu, da hier der Fortschritt zu schnell ist. Als Mage zieht sich alles viel länger, da das Early Game echt hart ist. Des Weiteren, ja, muss man auch dazu sagen, der Krieger kann zumindest blocken, so, ne? Des Weiteren liegt der 300er-Rekord bei 17 Tagen, welchen ich mir auch sichern möchte. Wir hatten ja letztes Mal gerade die Rekorde beleuchtet, was hier momentan Phase ist, und auf jeden Fall möchte sich hier Universe auch den Magier-Rekord für Stufe 300 sichern. Werden wir auf jeden Fall auch mit verfolgen, das Ganze. Ne? Also muss er das auf jeden Fall unter 17 Tage schaffen. Dass jetzt ein Avatar für jede Klasse verlost wird auf EU10 ist nur ein Bonus für mich, ne? Da sie es ja schon viel länger geplant haben. Zum aktuellen Pilzstand, das war am 25., als ich ihn geschrieben hatte, zum aktuellen Pilzstand, ich habe mir das 4,99-Paket geholt, das 9,99-Paket geholt. Zudem, um alles skippen zu können, habe ich mir noch 10-mal das 1000-Euro-Paket geholt, also in Summe 360.000 Pilze. Ja. Ist natürlich erstmal eine Menge, muss man sagen, aber er will ja hier auch langfristig spielen, ne? Das ist schon krass. Also, das ist jetzt schon bereits auf seinem Account drauf. Er hat sich das schon gekauft, ne? Also, er hat jetzt auf seinem Account ein bisschen weniger, jetzt wahrscheinlich noch als 360.000 Pilze. Das ist heftig. Das Projekt ist definitiv Langzeit mit der härtesten Dungeon-Pause. Festungspartner ist HV Beson. Skippen bis 20 für das erste. Eventuell holen wir uns noch den Rekord für Ritterhalle 15 bis Donnerstag. Grüße Juni und vielen Dank. Ach so, und für die 3 Tage und Level 153 inklusive Festung, fast alle Gebäude auf 10 waren für mich ca. 26k Shrooms notwendig. Also er hat 26.000 Pilze an den ersten 3 Tagen ausgegeben. Hört sich für den einen oder anderen auch erstmal viel an, aber
es gab schon Leute in der Vergangenheit, die deutlich mehr ausgegeben haben und nicht ansatzweise auf der Stufe gewesen sind wie Universe. Deswegen das Know-how kann dir auch einiges an Pilze sparen, wenn du halt wirklich es extrem wissen willst. Ja? Und an der Stelle möchte ich nochmal ganz deutlich erwähnen, dass ich hier das auf jeden Fall sehr, sehr doll wertschätze, dass Universe diese Information mit uns teilt, weil das hätte er ja nicht machen müssen. Ich hatte ihn ja auch gefragt, das ist halt für ein Video, ne, das ich hier aufnehmen möchte und dass die Allgemeinheit, die Öffentlichkeit das eben mitbekommen darf und so, ne? Und deswegen hätte uns das hier nicht mitteilen müssen. Deswegen möchte ich an der Stelle nochmal, ist ein leidiges und ein altes Thema und eigentlich sollte es jeder begriffen haben, ne? Wollte ich nochmal erwähnen, jeder kann sein Geld halt so investieren, wie er es möchte. Ja, nur, Universe hat halt eben hier 360.000 Pilze aufgeladen und das ist halt eben auch, ne, hat sich das Geld halt eben selbst erwirtschaftet und kann deswegen halt auch eben damit machen, was er möchte. So, ne? Nur weil jemand anderes das vielleicht anders sieht und sagt, oh, wie kann man so viel Geld in das Spiel stecken, ne? Muss das ja nicht für den unbedingt heißen, dass das für ihn jetzt nicht so der Fall ist. Ne? Manche fahren in Urlaub davon, manche holen sich ein neues Auto, ne? Aber Universe hat halt, und auch andere, nicht nur Universe, auch viele andere Hardcore-Shooter. Turo ist ja das beste Beispiel, ne? Der wird, denke ich mal, ansatzweise auch so viel investiert haben. Das sind eben Leute, die haben halt eben sehr viel Spaß daran, das Spiel halt eben auf einem Top-Niveau zu spielen, Top-Niveau zu pilzen und halt eben auch so optimiert wie möglich seinen Chart zu pflegen und dazu gehört halt eben auch das Optimale an Pilzen mit dazu und wie gesagt, macht da auf jeden Fall kein Auge irgendwie, ne? Das ist auf jeden Fall, das sind die Leute, die am Ende des Tages auch das Spiel finanzieren und die auch den Free-to-Play-Spielern es möglich machen, das Game überhaupt kostenlos spielen zu können. Ja, also die Free-to-Play-Spieler spielen ja, ne, wie der Name schon sagt, das Spiel ja kostenlos. Aber wenn es halt so Leute wie Universe nicht geben würde, oder andere Leute, die halt eben auch für das Game bezahlen, ne, dann könnten die Free-to-Play-Spieler auch das Spiel nicht Free-to-Play spielen. So, ne? Also sind auf jeden Fall Leute, die das Game auch definitiv tragen und dafür sollte man halt auch irgendwo ein Stück weit, dankbar sein, sag ich mal, ne, dass sie das so finanzieren, weil durch so viel Geld, was da halt auch in die Kassen gespült wird, ist natürlich auch in Zukunft möglich, dass sich zum Beispiel das Team erweitern kann, neue Projekte geschaffen werden, neue Features für das Game entwickelt werden können, was ja wiederum mehr Spielspaß für uns bedeutet. Ne? Also denkt da auf jeden Fall immer ein bisschen weiter so und nicht immer so engstirnig. Wo man sagt, so, wie kann man nur, ne? Ja, kann man. Wenn man Spaß an dem Spiel hat, dann kann man das so. Und wenn man das nötige Kleingeld auch auf der Seite liegen hat, ne? Was für den einen 1.000 Euro sind, muss ja nicht für den anderen 1.000 Euro sein. Da hat jeder seine eigene Wertigkeit dem Geld gegenüber, so. Und deswegen lasst die Leute auf jeden Fall machen. Ne? Das nochmal so ganz kurz am Rande erwähnt wie Bordsteine. Moin, danke dir auf jeden Fall für deine Transparenz. Dann war das Ganze ja eh schon lange für dich geplant. Wie siehst du so deine Chancen auf das Bild und würdest du mehr investieren, wenn jemand versucht, dir das Bild streitig zu machen? Soul King. Hättest du in Zukunft vor, noch weitere Server zu spielen oder ist das erstmal dein letzter Tryhard-Server? Darauf hatte er dann noch geantwortet, meine Chancen auf das Profilbild sehe ich 50-50, da Soul King ein sehr starker und nicht zu unterschätzender Konkurrent ist. Mein Limit für das Profilbild sind 100.000 Pilze. Sollte einer mehr investieren, gönne ich es dem. Ich werde in Zukunft auch immer wieder mal Serverstarts mitnehmen, aber dann nur, um auf 200 plus zu pushen. Der nächste Langzeitserver wird erst wieder EU33 sein. Interessant. Ja, also da auf jeden Fall hat Universe was vor, ne? Und genau, so sieht das Ganze erstmal aus. Also bis zum 4. März hat er noch Zeit, hier das Avatarbild zu holen. Und bis dahin ist auch seine Grenze bei 100.000 Pilzen. Ansonsten, wenn Soul King da auf jeden Fall das sehen sollte, ne, muss man da erstmal an Universe vorbei. Und er hat auf jeden Fall noch ein bisschen vor, was zu investieren. Auf jeden Fall, wenn das Bild irgendwie einem streitig gemacht werden sollte. Aber er hat ja auch gesagt, Soul King ist halt, wie gesagt, ein sehr starker Konkurrent. Ne? Nur weil er nicht weit oben in der Rangliste steht, hat das nichts zu heißen. Er spielt hier so ein bisschen unter dem Radar. Man sollte ihn aber
definitiv auf dem Radar haben. Ja? Das Sonar-Gerät schlägt auf jeden Fall aus, kann man so sagen. Ne? Also Soul King definitiv hier auch jemand, der noch reelle Chancen auf das Bild hat. Aber halt eben muss er jetzt erstmal an Universe vorbei. Ne? Und es gibt halt auch nach wie vor immer noch sehr viele Spieler, die auch auf neuen Servern starten und halt eben ihren Spaß daran haben, die ersten Tage zu pushen, dort halt eben sehr viel Geld zu investieren. Es gibt halt Leute wie mich, die da zum Beispiel gar nicht so sehr viel Spaß dran haben, sondern ich habe mehr Spaß daran, im Late Game stattzufinden. Ich habe Spaß daran, fette Gold-Quests zu haben, am Tag irgendwie meine 2 Milliarden Gold oder so einzuheimsen, mit meinem Magier unendlich fette Crits rauszuhauen und das ist so meine Passion auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch die Leute, ja, denen das vielleicht zu lange dauert oder die da nicht die Langzeitmotivation oder Zeit für haben, ne? Die haben dann halt eben sehr viel Spaß daran, alle Features in dem Game freizuschalten, die man hier über den Zeitraum halt eben so, ja, mitnimmt und das halt eben, ja, so gut wie möglich zur Perfektion zu bringen und ja, bis Stufe 200, 220, 230, bis dahin hat man halt sehr viel, oder bis dahin kommt man halt sehr schnell, es greift alles ineinander, ne? Man legt Dungeon für Dungeon, man kann dort was freischalten, was einen wieder dahin befördert, man kann dort Level uppen, dass man da den nächsten Dungeon freischaltet und genau so sieht das Ganze aus. Deswegen geht das auch sehr schnell in den ersten Tagen, man hat es ja anhand des Servers hier gesehen und da gibt es halt eben genug Leute, die daran eben auch Spaß haben. Aber wenn es dann halt in Richtung Dungeon-Pause nachher geht, ne, beziehungsweise halt vielleicht auch schon davor, dann werden halt die Accounts wieder auf Glatteis gelegt. So, ne? Jeder hat seine eigene Spielweise, jeder hat anders irgendwie Spaß an dem Spiel und da sollte man auf jeden Fall auch jeden in seiner Spielweise respektieren und da auf jeden Fall nicht irgendwie, weiß ich nicht, ne, so auf altdeutsche Art, sag ich mal, da irgendwie ein Auge schmeißen. So, ne? Genau, ja. Das auf jeden Fall dazu. Kleines Update von dem Server hier, beziehungsweise auch mal so die Meinung von Universe, was er hier so vorhat. Also er wird hier auf jeden Fall, denke ich mal, einer der werden, die hier auf Langzeit sehr, 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 sehr heftig am Start sind. Und ja, mal gucken, wie es bei Turo aussieht, ob er hier nur auf dem Server spielt, um sich das Bild zu holen oder ob er danach noch irgendwie hier länger auf dem Server vertreten ist. In der Vergangenheit hat man ja bei Turor gesehen, dass er ja, Accounts angefangen hat und auch wieder sehr schnell beendet hat oder zum Beispiel sein Assassin-Projekt auf S7 damals, was ja, wo er der stärkste Assassine der Welt werden wollte, ist ja auch so ein bisschen nachher, ja, sag ich mal, eingeschlafen, das Projekt. Ne? Nur das Einzige, wo er halt eben, wenn es Turor ist, ne, da gab es ja in der Vergangenheit so ein bisschen Gerüchte, sag ich mal, ne, durch die Namensänderung, dann wäre das halt hier sein Langzeit-Account, ne, wo er halt ja auch jederzeit seinen Avatar reinmachen könnte, wenn er es wollte, macht er nicht, ne, also ja, mal gucken, ne, ist halt eben, ja, it is what it is, ne. Ja, vor allen Dingen Turor hat er hier auch schon, weil Turor ja Turor ist, hat Turor auch ein Profilbild, ne? Und das ja, ist natürlich auch nochmal so eine andere Sache hier auf jeden Fall. Man kann sich natürlich auch ein zweites Profilbild holen, ne? Aber ja, das da, ja, wie man darüber denken mag, kann natürlich auch jeder von euch selbst ne? Sich eine Meinung bilden dazu, ne? Ich sag mal so, ja, wenn er es möchte, ne, dann auf jeden Fall kann er es machen, aber wie gesagt, ich würde es definitiv den ja, momentan besten Anwärter nach Turor gönnen und das wäre halt hier typisch Andy, wenn er sich das irgendwie unter den Nagel reißen könnte, aber Turor ist halt eben auch ein sehr, 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 sehr starker Konkurrent dafür. Mal gucken. Okay, ja, also er hat hier auf jeden Fall seine Mushrooms Paid ein bisschen geupdatet, so wie es aussieht. Also er gibt hier die Mushrooms Paid in Bitcoins an, übrigens, ne? Und ja, deswegen hier das Ganze auch nochmal, was er hier an Kosten momentan gerade drin hat. Alles klar, Leute, das war es soweit hier von dem Server. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.